Heute testen wir den High-End 34 Zoll Curved Monitor von BenQ mit einer Auflösung von 3440 x 1440 und einer Bildrate von 144 Hz und sprechen über die Performance, Anforderungen an eure Hardware und die geeignete Zielgruppe. Alles zum BenQ Mobius EX3415R erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. BenQ hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dies über einen längeren Zeitraum ausführlich testen und reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Herstellers und ich erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Das Unternehmen. Über BenQ müssten wir wahrscheinlich nicht viel erzählen, da dieser Global Player im Monitor- und Beamer-Geschäft den meisten von euch bekannt sein wird. BenQ bietet neben Beamern und Monitoren unter anderem spezielle Gaming-Monitore mit hohen Bildfrequenzen an und hat sein Portfolio mit auf Simracing spezialisierten Monitoren erweitert. Kapitel Nummer 2: Die Preise und der Lieferumfang. Der BenQ Mobius EX3415R, so heißt dieses Ding, ist zum Preis von 999 € über diverse Reseller erhältlich und wird in einer gut geschützten und gepolsterten Retail-Verpackung zugestellt. Im Lieferumfang mit bei ist der Monitor samt Standfuß, Stromkabel samt Netzteil, ein HDMI 2.0 und DP 1.2 Kabel. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, dem Aufbau. Der Monitor kann direkt in der Box liegend mit dem Standfuß versehen und aufgestellt werden. In meinem Fall wurde der Moni direkt mit dem Rig verschraubt. Dafür habe ich 3 Aluminiumprofile und einen Monitorhalterwinkel meines Rigs verwendet. Der Winkel wurde über das 100 x 100 mm Lochbild des Monis mit 4 M6 Schrauben befestigt und dann an meine Aluprofile geschraubt. Kapitel Nummer 4: Die technischen Details. Der Monitor bietet mit 34 Zoll eine Bilddiagonale von gut 86 cm und die Außenmaße betragen 81,5 x 52,5 x 7 cm in der Tiefe. Das Gewicht samt Standfuß beträgt 8,5 und 5,7 Kilogramm, wenn man den Standfuß weglässt.
Beim Benku EX3415R wurde ein mattes WQHD-Panel mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln verbaut und das Seitenverhältnis des IPS-Panels beträgt 21:9. Der Stromverbrauch liegt bei um die 80 Watt. Ich möchte euch hier nicht nur die nackten Daten runterrattern, sondern dazu etwas ausholen, um Licht ins Dunkle hinter all diese ganzen Fachbegriffe zu bringen. Beginnen wir mit dem Seitenverhältnis. Ultrawide-Monitore bieten verglichen mit den klassischen 16:9 Monitoren und Fernsehern ein erweitertes Seitenverhältnis. An diesem Beispiel können wir die Unterschiede der Monitore erläutern. Ihr seht hier einen standardmäßigen 16:9 Seitenverhältnismonitor 32 Zoll Größe. Sprich kleiner als 34 Zoll, wie auf dieser Seite, aber in der Vertikalen dann etwas höher. Der Nachteil an diesem Monitor ist klarerweise das eingeschränkte Blickfeld. Ihr seht hier auf der linken Seite, sehe ich gerade noch dieses Eck, diesen Anfang vom Spiegel, aber was sich im Spiegel abspielt, kann ich nicht mehr erkennen, vom rechten Spiegel ganz zu schweigen. Sprich eingeschränktes Sichtverhältnis, 16:9 Monitore. Im Vergleich dazu mein Monitor am Schreibtisch, ein 34 Zoll, ebenso Seitenverhältnis 21:9 und ihr seht auf den ersten Blick, das Sichtfeld ist klarerweise erweitert. Hier schneidet 16:9 ungefähr in diesem Bereich ab und bei 21:9 bekommt ihr wunderbar den kompletten Seitenspiegel drauf, habt das Geschehen besser im Überblick. Das steigert klarerweise eure Immersion, das Geschwindigkeitsgefühl, ihr seht mehr an Strecke seitlich an euch vorbeiziehen und könnt euch das so vorstellen, ihr erweitert ungefähr euren Sichtbereich in diesen Größen der Monitore um gut eine Handbreite auf der linken und auf der rechten Seite. Ein Nachteil bei diesem Monitor, das könnt ihr erkennen, wenn ihr näher rangeht, genauer hinguckt, ist die blassere Farbdarstellung verglichen mit dem High-End-Monitor von Benku und klarerweise auch die geringere Auflösung. Das heißt, kleiner gerenderte Objekte, sehen wir uns hier mal dieses Display an, das kann ich noch gut erkennen, aber diese Schärfe, diese kleinen Details, die gehen verloren, da klarerweise für kleinere Details weniger Pixel auf diesem Monitor zur Verfügung stehen. Das heißt, die Pixeldichte mit um die 32 ppi ist bei diesem Gerät etwas zu gering. Und hier nochmal zum Vergleich dasselbe Bild, dieselbe Szene gerendert auf dem Benku 3440 x 1440 Panel. Ihr seht diese ganz feinen Details, wenn ihr das mit freiem Auge seht, viel feiner gerendert. Diese Schrift, diese kleinen Details ist schärfer. Ihr seht über die Kanten bei den Spiegeln diese Rundungen, die sind wunderbar glatt. Hier habt ihr absolut keinen Versatz, da auch hier mehr Pixel per Inch zur Verfügung stehen. Kinofilme werden meistens mit einem Seitenverhältnis von 2,35:1 abgedreht und dieses Seitenverhältnis entspricht im Prinzip der 21:9 Seitenverhältnisse. Somit habt ihr beim Kinogenuss im Vergleich zum klassischen 16:9 Gerät keine störenden Ränder, die oberhalb und unterhalb eures Bildes dunkel bleiben. Hier profitiert 21:9 dann von einem bildschirmfüllenden Seherlebnis. Ihr habt hier ein sehr immersives Kinoerlebnis, wenn ihr eben mit einem 21:9 Seitenverhältnis bei Kinofilmen unterwegs seid. Und an diesem Punkt noch eine Serie, üblicherweise im 16:9 Format abgedreht. Und dann seht ihr klarerweise wieder auf einem 21:9 Monitor, in diesem Fall links und rechts, die schwarzen Begrenzungsbalken. Kommt ein 21:9 Monitor beim Gaming oder in unserem Fall beim Simracing zum Einsatz, dann wird das Sichtfeld an den Seiten entsprechend erweitert. Kurz gesagt bekommst du in der Peripheriesicht an der Seite zusätzlich gerenderte Pixel zu sehen, die dir einen besseren Überblick über das Renngeschehen ermöglichen, verglichen mit einem standardisierten 16:9 Seitenverhältnis. Hier gilt es aber unbedingt zu beachten, dass dein Spiel dieses Seitenverhältnis auch unterstützen muss. Die üblichen Rennspiele am PC, die ihr aus meinem Kanal kennt, unterstützen dieses Seitenverhältnis von Haus aus und du bist damit ohne Frickelei ready to go. Auf der Konsole sieht Stand 2021 noch ganz anders aus. Mit PlayStation und Xbox gibt 16:9 gerendertes Seitenverhältnis und fertig. Auf deinem 21:9 Monitor wirst du nun links und rechts schwarze Streifen sehen, wenn du mit der Konsole unterwegs bist. Weg nun vom PC und hin zur Konsole. Ich zeige euch jetzt diese Beispiele live am Rig vor. Meine Konsole ist über das HDMI-Kabel angeschlossen, über den Source-Button. Könnt ihr dann diesen HDMI-Eingang anwählen. Wie ihr jetzt erkennen könnt, Konsole, wie besprochen, 16:9. Das volle Bildformat des 21:9 wird an den Seiten abgeschnitten und ihr habt hier die schwarzen Ränder.
In Gran Turismo angekommen, seht ihr nun ein sehr ähnliches Bild wie vorher bei Assetto Corsa am PC. Das Field of View ist klarerweise beschränkt, euer Sichtfeld. Ihr seht seitlich gerade in diesem Cockpit noch halb den Spiegel. Der Rest, hier die schwarzen Balken an den Seiten, über das übliche Seitenverhältnis der Konsolen 16:9 hinausgehend. Das bleibt in diesem Fall schwarz. Jetzt hättest du die Möglichkeit, dieses Bild unnatürlich über die gesamte Bildfläche zu stretchen. Probieren wir das einmal. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich muss jetzt schnell die Buttons noch dazu finden. Über Menü, dann System, Anzeige, Anzeigemodus und auf Voll. Jetzt seht ihr, wird dieses 16:9, dieses native 16:9 Bild über die ganze Bildfläche 21:9 drüber gespannt, gestretcht. Und auf den ersten Blick könnt ihr erkennen, die sieht klarerweise sehr unnatürlich aus. Das ganze Cockpit ist gestaucht, auseinandergezogen, die Seitenverhältnisse passen nicht mehr zueinander. Das seht ihr auch hier in der Heckansicht. Dieser Mercedes GT3 sieht flach wie eine Flunder und viel zu breit aus. So macht es in meinen Augen keinen Sinn, diesen Monitor zu nutzen. Hier rate ich wieder, auf das native Seitenverhältnis der Konsole zurückzustellen. Das Fahrzeug sieht in diesem Fall wieder natürlich aus, reale, normale Seitenverhältnisse. Machen wir weiter mit der Auflösung. Mit dem BenQ EX3415R wird eine Auflösung von 3440 x 1440 Bildpunkten geboten, die sich über die gesamte Bildfläche verteilen. Bei meinem günstigeren Philips Monitor mit dem gleichen Seitenverhältnis habe ich auf derselben Bildfläche nur 2560 x 1080 Pixel verteilt. Im Anwendungsfall heißt das, dass ein gleich großes Objekt mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Bildpunkten über mehrere Pixel gerendert wird, als mit einer 2560 x 1080 Auflösung. Somit steigt die Schärfe sichtbar, vor allem bei kleineren Objekten oder wenn du den Monitor recht nah in deiner Sitzposition betreibst. Dieser Wert lässt sich auch mit dem Fachgriff PPI, sprich Pixel per Inch, zusammenfassen. Bei 3440 x 1440 bekommt ihr eine Pixeldichte von 110 Pixel per Inch geliefert. Verglichen damit fällt ein 34 Zoll Gerät mit demselben Seitenverhältnis und nur 2560 x 1080 Pixel mit einer PPI von nur 82 deutlich ab. Dies entspricht der Pixeldichte eines 27 Zoll 16:9 Monis und der Schärfeabfall ist bei unter 90 ppi erkennbar. Weiter geht's mit dem Panel. BenQ spendiert dem EX3415R ein IPS-Panel. Diese Abkürzung steht für In-Plane Switching und bei diesen Paneelen sind die Flüssigkeitskristalle übereinander gelagert und nicht räumlich wie bei den günstigeren TN-Paneelen. Twisted Nematic-Paneele kommen bei günstigeren Produkten zum Einsatz. Die Nachteile bei TN-Paneelen sind aber die schlechtere Farbdarstellung verglichen mit IPS-Monitoren, weniger Kontrast und eine sehr starke Blickwinkelabhängigkeit. Für höhere Ansprüche solltet ihr einen Bogen um TN-Paneele machen, gerade wenn es um Farbechtheit und gute Kontrastwerte geht. Bei IPS-Paneelen sind die Reaktionszeiten im Einstiegsbereich der IPS-Paneele aber oftmals bescheiden. Hier müsst ihr gerade bei schnellen Spielen auf niedrige Reaktionszeiten achten, um Bewegungsunschärfe oder Schlierenbildung zu vermeiden. Der BenQ EX3415R landet trotz IPS-Panel mit nur einer Millisekunde MPRT im Spitzenfeld in Sachen Reaktionszeit. Weiters bietet BenQ das Feature HDRI mit diversen Modi an. Die Bandbreite von hellen und dunklen Bildinhalten lässt sich mit diesem Feature über die Fernbedienung durchschalten. Sprechen wir nun live am Rig über das HDR-Feature. Ihr habt hier diese HDR-Schnellwahltaste. Jetzt ist das HDR ausgeschaltet. Ihr seht ein helles Bild. Ihr seht dieses Schwarz im Cockpit, diese Schatten, die seht ihr eher so in einem, ich würde sagen, Grau. Aktiviere jetzt HDRI, diverse Presets. Dann seht ihr, dieses Schwarz wird eben als Schwarz auf dem Monitor dargestellt, emuliert. Ihr habt hier verschiedene Presets, Spiele HDRI, ein Kino HDRI Preset und ein Display HDRI. Ihr könnt dann diese einzelnen Presets auch tweaken, sprich verstellen. Das heißt, du kannst jetzt bei diesem Spiele HDRI Feature sagen, okay, das Schwarz kommt mir schon gut zur Geltung, ist mir etwas zu dunkel. Ich gebe hier noch über den Light Tuner etwas an Helligkeit mit drauf, ohne dass das Ganze so blass wirkt. Und ihr seht hier beim Preset Spiele HDRI
Light Tuner auf -3 habe ich hier ein schönes schwarzes Cockpit, das mir auch nicht ganz zu dunkel rumkommt und die Farben noch relativ natürlich wirken lässt. In diesem Punkt empfehle ich euch, dieses Feature unbedingt zu nutzen. Schwarz wird zu schwarz und nicht zu grau und die Kontraste der Farben kommen wesentlich authentischer, echter zur Geltung. Lasse dieses Feature also keinesfalls links liegen, so mein dringender Tipp. Nächster Fachbegriff, die Bildwiederholrate. Hier müssen wir uns um die Begriffe Hertz, abgekürzt Hz, und Frames per Second, abgekürzt FPS, kümmern. Hz ist die Bildwiederholrate des Monitors. Der BenQ 3415R kann das Bild sozusagen 144 Mal in der Sekunde neu aufbauen und abgekürzt spricht man dann von einem 144 Hz Moni. Die üblichen Monitore der Einstiegsklasse bieten meistens 60 Hz, gleich wie die meisten TVs. Wenn wir von FPS reden, dann sprechen wir von Bildern pro Sekunde, Frames per Second, die von eurer Konsole oder dem PC an den Bildschirm geliefert werden. Im Idealfall liefert dein System mindestens 144 Bilder pro Sekunde an den BenQ 3415R Monitor, damit dieser seine Bildwiederholrate von 144 Hz voll ausschöpfen kann. Somit bekommst du ein super schnelles und smoothes, glattes Bild in schnellen Spielen ausgegeben. Hier gehen die Ansprüche und subjektiven Empfindungen sehr stark auseinander. Sprechen wir nun live am Rig über das Leistungsvermögen eures PCs. Ihr könnt dies überprüfen über das Tool MSI Afterburner und über das OSD On-Screen Display diverse Daten einblenden. Ich erkläre die kurz hier live am Moni. GPU, das ist eure Grafikkarte, hat im Moment bei mir eine Temperatur von 74 Grad Celsius, absolut im grünen Bereich. Das ist die Auslastung der Grafikkarte, die liegt bei Vollanschlag 99%. Der Takt des Grafikchips 1845 MHz. Ich habe eine Speicherauslastung der Grafikkarte von um die 4 GB. Darunter seht ihr die CPU, die wird im Moment mit 17-18% ausgelastet, taktet mit 4,1 GHz und ist um die 76 Grad warm. Und hier vielleicht das Wichtigste, 145 Frames per Second werden im Moment von meinem System an diesen Monitor ausgegeben. Sprich, meine Grafikeinstellungen in diesem Bereich, die sind optimal gewählt, um die vollen 144 Hertz Bildwiederholrate dieses Monitors zu bespielen. Ich fahre hier kurz ein Stück, ihr seht auch, dieser Wert pendelt, der ändert sich immer etwas, kommt auf euer Spiel, auf eure Strecke natürlich an. Und auf diesen paar Metern könnt ihr gut erkennen, das System ist mit diesen Grafikeinstellungen in der Lage, diese 144 Hertz Bildwiederholrate des Monitors wunderbar zu erfüllen. Das heißt, mit diesen Einstellungen reize ich diesen Monitor wunderbar aus und habe hier ein super glattes, smoothes Bild am Start. Viele von euch sprechen ab 60 Bildern pro Sekunde von einem sehr flüssigen Spielerlebnis, andere erst ab gut 90-100 FPS. Bei Konsolen war der Standard damals auf 30 FPS begrenzt und gerade in schnellen Spielen war dies als rucklig und alles andere als glatt zu bezeichnen. In diesem Punkt kann auch ein 144 Hz Monitor nichts ändern, wenn das System zu wenige Bilder pro Sekunde liefert. Viele Konsolenspiele boten in den letzten Jahren 60 FPS zur Wahl. Das Spielerlebnis war damit ungleich besser. Die neue Konsolengeneration schielt in Richtung 120 FPS, beachtet hier aber, welche Spiele dieses auch wirklich unterstützen. Am PC ist dies viel einfacher, weil dein System über die FPS entscheidet. In meinem Fall kümmert sich eine RTX 3070 Grafikkarte von Nvidia und ein AMD Ryzen 3700X Prozessor um die Berechnung der Bilder. In den Grafikeinstellungen entscheidest du dann, wie viele Bilder pro Sekunde bei entsprechender Grafikqualität rumkommen sollen. Bist du mit einem schwächeren System unterwegs, so rate ich dir, die wichtigsten Daten zu überwachen. Das Tool MSI Afterburner hilft dir dabei. Es macht im Umkehrschluss keinen Sinn, einen 144 Hz Monitor im Haus zu haben, wenn dein System am Ende des Tages nur 50-60 Bilder pro Sekunde berechnen kann.
Dein Spielerlebnis in Sachen flüssiger Bilddarstellung würde sich damit nicht von einem günstigeren 60 Hz Monitor unterscheiden. Wähle deine Einstellungen und Hardware so, dass dein System auch in Richtung der maximalen Bildwiederholfrequenz deines Monitors rankommt. Um deine Hardware bei geringerer Power zu unterstützen und die Bildrate zu stabilisieren, bietet BenQ FreeSync Premium mit dem EX3415R an. Über die genaue Funktionsweise dieser Technologie jetzt auszuholen, würde an dieser Stelle aber den Rahmen sprengen. Wichtig, setze die Systemeinstellungen über Windows, damit dein BenQ 3415R Monitor auch mit den vollen 144 Hz angesteuert wird. Weiters kann ein standardmäßiges HDMI-Kabel keine Auflösung mit 3440 x 1440 und gleichzeitig mit 144 FPS übertragen. Greife hier unbedingt zum beigelegten DP-Kabel, sonst kannst du die volle Bildwiederholrate des Monitors nicht anwählen und nutzen. Nächstes Kapitel: der Sound. Der bei Monitoren integrierte Sound ist zumindest aus meiner Erfahrung immer unbrauchbar und furchtbar dünn. BenQ hat sich mit dem 3415R drangesetzt, um daran zu feilen. Baut ein 2.1 Soundsystem mit einem kleinen 5 Watt Subwoofer ein und tauft diesen Sound Trevolo Sound. Checken wir den Sound live am Rig. Hört mal kurz rein, das ist die Default Sound-Einstellung, der sehr dünn, sehr blass klingt. Wenn ich jetzt hier über die Fernbedienung das nächste Sound Preset wähle, dann kommt dieser Trevolo Sound zur Geltung. Ich fahre mal ein paar Meter jetzt mit diesem Sound. Ich hoffe, ich kriege das über die Cam gut eingefangen. Und jetzt wechsle ich auf den Standard-Sound zurück. Und ich denke, auf den ersten Metern könnt ihr sofort hören, dass hier eine ganz andere Soundkulisse herrscht, wenn ihr eben diesen BenQ Trevolo Sound, so nennen sie dieses Ding, aktiviert. In meinen Ohren ist dies der erste Klang eines Monitors, der etwas an Bass und Fülle mitbringt und nicht gleich abgedreht und durch externe Boxen ersetzt werden muss. Versteht mich in diesem Punkt nicht falsch. Jedes durchschnittliche externe 2.1 Soundsystem macht diesen Job nochmal besser. Aber wenn du auf den Sound deines Monitors angewiesen bist, dann kannst du dich mit dem 3415R entspannt zurücklehnen. Leider hat BenQ das Trevolo Soundprofil nicht als Erstprofil gesetzt und der Monitor startet mit einem dünnen Klangbild des Default Soundprofils. Du wirst dich dann fragen, was Ron Reviewed denn über den Sound erzählt hat. Schalte unbedingt über die Fernbedienung aufs Trevolo Soundprofil um und lasse dies dann bitte immer aktiviert, das ist mein Tipp. Und mein Tipp an BenQ wäre, das Trevolo Soundprofil als Standardeinstellung über die Firmware zu setzen. Machen wir weiter mit dem Kapitel Materialauswahl und Verarbeitung. Hier gibt es nichts Spannendes zu berichten. Alles ist sauber und sehr passgenau verarbeitet. Nichts knarzt und die Spaltmasse sind ordentlich. Die Materialauswahl ist durchgängig Kunststoff, ebenso die Fernbedienung. Auf etwaige Applikationen aus Metall oder anderen Werkstoffen verzichtet BenQ. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel, die Optik. Der Rahmen ist oben und an den Seiten mit 2 mm sehr schmal gehalten und damit wirkt der Monitor seitlich und oben betrachtet nahezu rahmenlos. Mit einem Radius von 1900 mm ist die Rundung mittelmäßig ausgeprägt. Das bedeutet, dass die Rundung des Monitors auf der gedachten Kreislinie eines Kreises mit 3,8 Meter Durchmesser liegt. An der Unterseite findet sich links das BenQ Branding und rechts das HDI-Logo wieder. Die Frontumrahmung und das rückseitige Gitter sind schwarz und die rückseitige Verkleidung ist in Anthrazit gehalten. Ebenso rückseitig auf der linken Seite ist das Mobius-Logo eingelassen und ein vertieftes Kreuzdesign lockert die Optik rückseitig etwas auf. Machen wir weiter mit den Bedienelementen und Anschlüssen. Der Monitor lässt sich über die Fernbedienung steuern und alternativ finden sich die bekannten Knöpfe auf der Unterseite des Monitors wieder, wenn du die Fernbedienung einmal verlegt hast.
Ebenso unterseitig ist der Einschaltknopf verbaut. Frontseitig rechts am Monitor ist der HDRI-Button eingelassen, mit dem ihr die HDRI-Modi durchschalten könnt. Dies gelingt ebenso über den Button direkt auf der Fernbedienung. Auf dieser finden sich dann auch der Einschaltbutton, der Source-Button, um zwischen den Eingängen umzuschalten, ein Spielmodi-Knopf, die Lautstärke-Buttons und der Sound-Preset-Button wieder. Über den Picture-in-Picture-Button und 2 angeschlossene Eingabequellen können diese gleichzeitig am Monitor nebeneinander dargestellt werden. Auf der Rückseite von links beginnend findet ihr den Stromanschluss. Danach 2 HDMI-Anschlüsse, einen DP-Anschluss, den Kopfhöreranschluss, einen USB Typ B und 2 USB Typ A Anschlüsse wieder. Die Anschlüsse können mit der Abdeckung verdeckt werden. Weiter geht's mit der Ergonomie und Einstellung. Die Höhenverstellung von 100 mm erlaubt es, den Monitor sehr knapp über dem Tisch zu positionieren bzw. dann eben 10 cm nach oben zu schieben. Ebenso lässt sich der Monitor schwenken und auch neigen und somit bleiben hier keine Wünsche in Sachen Ergonomie offen. Die Verstellung gelingt ohne Spiel und Wackeln und die Verstellkraft ist mit dem Gewicht des Monitors gut ausbalanciert und somit bleibt das Gerät stabil in Position. Nächstes Kapitel unser Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest fällt eine knackscharfe Bilddarstellung mit sehr guten, sehr hohen Kontrastwerten auf. Ich nutze meine Grafikkarte voll aus, um im Bereich der Bildwiederholrate des Monitors zu landen. Dass die Flüssigkeit der Bilddarstellung dann super smooth rüberkommt, ist an dieser Stelle mit über 140 Bildern pro Sekunde selbsterklärend und kann ich über YouTube mit meinen Upload-Einstellungen von 1080p at 50 fps nicht an eure Endgeräte übermitteln, das müsst ihr mir einfach mal so glauben. Ich nutze immer das HDRI-Preset, da mir die Bandbreite der Farben, das bessere Schwarz und die deutlicheren Kontraste sehr gut gefallen. Der leicht gebogene Monitor erhöht die Immersion nur bedingt, wirkt aber etwas stylischer als ein völlig platter, gerader Monitor. Ich habe in meinem Kanal vor ein paar Monaten ein Review zu diversen Monitoroptionen und Seitenverhältnissen hochgeladen. Dort haben wir über Seitenverhältnisse gesprochen und ich habe erwähnt, dass ich das Seitenverhältnis von 21:9 bei Monitoren bevorzugen würde. Bei meinen Sessions mit 32:9 Monitoren geht mir in der vertikalen Höhe zu viel verloren und ich habe bei diesen Geräten immerzu das Gefühl, durch einen zu schmalen Schlitz gucken zu müssen. Vor Jahren war ich auch mit einem Triple-Moni-Setup unterwegs, aber auch dies hat seine Vor- und Nachteile. Die goldene Mitte beim Monitorbetrieb ist für mich nach wie vor 21:9 mit hoher Auflösung, kombiniert mit sehr hohen Bildwiederholraten. Der Monitor verhält sich im Betrieb lautlos und es ist kein Summen vom Netzteil oder vom Gerät zu hören. Auch bei den Rüttelbewegungen über mein Motion-System ist vom Monitor nichts zu hören. Mein Augenabstand zum Monitor beträgt um die 90 cm. Dies ist bei einem Monitor dieser Dimension ein guter Richtwert, um das Geschehen gut im Überblick zu halten und gleichzeitig etwas Immersion zu spüren. Die Augenhöhe liegt bei mir auf 1/3 der Bildschirmhöhe von oben weg gemessen. Auch diese Position könnt ihr als Anhaltspunkt übernehmen und mal ausprobieren. Abseits der Rennstrecke habe ich auch Netflix angeschmissen und in Sachen Kinofilme und Serien liefert der EX3415 in meinen Augen einwandfrei ab. Biegen wir ab auf die Zielgerade. Negative, neutrale und positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Lasst uns mit den Nachteilen beginnen. In Sachen Materialien würde ich mir in dieser Preisklasse mehr wünschen. Eine Blende oder das Gehäuse aus Aluminium, eine Fernbedienung mit haptischem Mehrwert oder Applikationen aus Carbon würden einen High-End-Monitor optisch und haptisch gesehen von der breiten Masse abheben und wäre bei dem ausgerufenen Preis von knapp 1000 € in meinen Augen vertretbar. Zweiter Negativaspekt sind die mit 1,8 Meter zu kurz bemessenen Kabel. SimRacer haben ihr Rig oft nicht direkt neben dem PC aufgestellt oder wollen die Kabel sauber im und am Rig verlegen. Hier wird's dann mit 1,8 Meter Kabellänge zu knapp. Ich habe mir ein 3 Meter DP-Kabel um rund 20 € bestellt, um gespannte Kabel zu vermeiden und diese sauber verlegen zu können. Und letzter Negativaspekt ist eine Firmware-Einstellung. Wie im Kapitel Sound erwähnt, sollte das Trivolo Soundprofil Default aktiviert sein, ohne dass der Nutzer umschalten muss. Kein Mensch wird freiwillig das dünne Default Sound Preset bevorzugen. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Den Preis von 999 € beurteile ich als sehr hoch und gerade noch neutral.
Benko hat den EX3415R dermaßen mit High-End-Features vollgestopft, dass sich der Preis subsumiert. 7,99 bis maximal 8,99 würden mir aber persönlich besser gefallen. Und mal sehen, wie sich die Preisgestaltung in den nächsten Monaten entwickelt. Ebenso neutral beurteile ich die Haptik der Fernbedienung. Diese ist sehr leicht und fühlt sich haptisch nicht wertig, sondern nur zweckmäßig an. Die Eingaben über die Fernbedienung müssen ziemlich zielgerichtet zum Empfänger getätigt werden, um erkannt zu werden. Die Bandbreite könnte mit einem höherwertigen Infrarotsensor aus meiner Sicht gerne erhöht werden. Der breite Rand an der Unterseite wirkt für mich klobig und könnte mit einer Blende aus Aluminium oder Carbon als optisches Highlight kaschiert werden. In diesem Punkt hätte Benko einiges an Potenzial nach oben. Aber dies gilt leider auch für fast alle anderen Mitbewerber in diesem Markt. Machen wir weiter mit den Pros. Wir haben sehr ausführlich über alle Technik-Features gesprochen und ich hoffe, ihr habt euch die vorangegangenen Kapitel genau angeguckt. An dieser Stelle liefert der Benko EX3415R einfach gnadenlos ab. Und Punkt. Eine fantastische Bilddarstellung lässt mich als eigentlicher VR-Fanboy die Vorzüge eines Monitors neu erleben. Die smoothe und zugleich knackscharfe Bilddarstellung mit 144 Hz lässt einen Simracing so erleben, wie man dies im Idealfall auf einem Monitor haben möchte. Die Presets und Bedienelemente der Fernbedienung sind klug gewählt und sinnvoll positioniert. Auf die HDR-Presets möchte ich im Alltag auch nicht mehr verzichten. Wenn man im Rig sitzt, ist es sehr entspannend, nicht an der Unterseite eines Monitors rumfummeln zu müssen. Ich persönlich würde mir das Feature Fernbedienung flächendeckend bei allen Mitbewerbern wünschen. In Sachen Ergonomie und Stabilität des Standfußes macht Benko einen einwandfreien und sehr guten Job. Die alternative Montage über das Weser 100-100 Lochbild gelingt sehr einfach. Und die Optik mit dem Kontrast in Anthrazit und die Abdeckung der Kabelanschlüsse gehen für mich als Pro durch, da der Monitor bei mir frei im Raum am Rig hängt und auch von hinten einsehbar ist. Kommen wir zum Fazit und unserer Kaufempfehlung. Den Benko Mobius EX3415R solltest du nur dann kaufen, wenn du die Vielzahl der Features nutzen möchtest und auch kannst. Beachte bitte unbedingt, dass deine Zuspieler diesem Monitor gewachsen sein müssen. Du solltest ein High-End-PC-System besitzen, um diesen Monitor voll ausreizen zu können. Mit einem Low-End-System wirfst du in meinen Augen mit diesem Gerät Perlen vor die Säue. Als Konsolenbesitzer musst du dir sowieso sehr gut überlegen, ob du zu diesem Monitor greifen solltest oder nicht. Konsolen unterstützen Stand heute kein 21:9 Seitenverhältnis und 120 Bilder pro Sekunde stecken bei den Konsolen noch in den Babyschuhen. Dieser Monitor macht als Consigliere nur dann eventuell auch Sinn, wenn du diesen auch für Netflix und Co. mit bildfüllenden 2,35:1 Kinofilmen bespielen möchtest und dich an den Rändern der üblichen 16:9 Monis störst. Als anspruchsvoller High-End-PC-Spieler bekommt der Benko EX3415R von mir eine Kaufempfehlung, dank der vollen Bandbreite aller High-End-Features, die man sich von einem Monitor nur wünschen kann. All das hat natürlich seinen sehr hohen Preis, aber dies müsst ihr wie immer für euch selbst einordnen. Ihr habt euch Monitortests in meinem Kanal gewünscht und ich hoffe, dieser ausführliche Testbericht hat euch gut gefallen. Lasst mich dies in der Kommentarfunktion wissen, ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung. So kommen wir zum nächsten Kapitel unserem Ausblick. Nach der Simracing Expo geht's nun weiter mit einem Review von Aiolox. Diesen sequentiellen Shifter werde ich euch demnächst vorstellen und von Nu Simulation gibt's ein Update zu den 4Cell High-End Pedalen. Die weitere Zeit nach der Simracing Expo werde ich versuchen, einige Testmuster für unseren Kanal an Land zu ziehen, um euch am Laufenden zu halten. Viele von euch haben auch angefragt, ob ich auch mal hydraulische Pedale von Racewerk reviewen kann. Und da muss ich euch leider mitteilen, dass ich euch keine Ware von Racewerk vorstellen kann und werde, da wir hier keine Einigung über ein Testmuster zustande bringen konnten. Auch das gehört zum Geschäft und möchte ich in diesem Kanal transparent und offen mit euch kommunizieren. Wie es mit Simagic und dem europäischen Distributor aussieht, das weiß ich an dieser Stelle noch nicht, aber ich bleibe dran. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn euch dieses Review gefallen hat. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Stay tuned, euer Ron.